Die Motor- und Getriebeüberholung einer MZ TS 250-0. Wir fahren fort bei der Zerlegung und dem Ausbau des Motors. Wir haben noch ein paar Kleinigkeiten an der rechten Motorgehäusehälfte zu tun, bevor wir uns dem Zylinder zuwenden. Wir hatten bereits das Polrad der Vapezündung abgenommen, den Kabelverlauf dieser Lichtmaschinenzündungseinheit zu ihren Steckverbindungen der Elektronikbox und der Zündspule hin verfolgt und hier die Kontaktschuhe aus den zu dicken Steckern mit der Nadel entriegelt und herausgezogen. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, um die Gummidurchführung über das lange Kabel abzuziehen und das Kabel danach durch die Motoröffnung zu ziehen und mit der Lichtmaschine herauszunehmen. Zum Abziehen der Gummidurchführung und vor allem, wenn man sie später wieder aufschieben muss, empfiehlt es sich, die Kabelhülle mit Silikonfett dünn einzureiben. Dabei besser Gummihandschuhe tragen und diese nach dem Abwischen des Fettes gleich wegwerfen. Denn Silikonfett kontaminiert gerne sämtliche Flächen, Lappen und Kleidungsstücke für lange Zeit, mit denen es auf magische Weise in Kontakt kommt. An die 2 gegenüberliegenden Kreuzschlitzschrauben des Lichtmaschinenträgers kommen wir nur dann gut genug heran, wenn wir vorher die 3 Inbusschrauben lösen, die den Träger der Statorwicklungen halten und diesen Stator verdrehen oder verschieben. Wer sich diesen kleinen Arbeitsschritt sparen will, beschädigt womöglich die empfindlichen Magnetpakete, die in dünnen Schichten übereinander geklebt sind. Wenn die beiden Kreuzschlitzbefestigungsschrauben hinter den Wicklungen rausgedreht sind, lässt sich der Lichtmaschinenstator komplett abnehmen und sein langer Kabelstrang durch die Motoröffnung herausziehen. Den dahinterliegenden Deckel des Kurbelwellenlagers können wir jetzt oder später nach dem Ausbau des Motors abschrauben. Egal wann wir es machen, die Lage des Deckels sollten wir für den korrekten Wiedereinbau kennzeichnen. Denn ein Verdrehen kann, wenn es ganz blöd kommt, die Ölversorgung des Kurbelwellenlagers blockieren, die aus dem Getriebe heraus erfolgt. Jetzt schrauben wir noch den Ansaugstutzen ab und hängen den kompletten Vergaser mit dem Kabelbinder oben am Rahmen auf, damit er fixiert ist, wenn wir später das Motorrad ohne den Motor wegstellen wollen. Beim Blick in den Ansaugstutzen Richtung Vergaser können wir den Gasschieber sehen und auf der anderen Seite sehen wir beim Blick in den Zylinder einen Ausschnitt vom Kolbenhemd. Um den Zylinderkopf und den Zylinder abnehmen zu können, muss die obere Motorhalterung gelöst und der Motor abgesenkt werden. Dazu unterstütze ich den Motor vorne mit einem Wagenheber, so kann ich ihn dosiert absenken und er ist vorne abgestützt, wenn ich später die untere Motorhalterung löse und den Motor aus dem Fahrwerk nehme. Die beiden Muttern der oberen Motorhalterung abschrauben und den Motor etwas nach vorn unten aus der Halterung herauskippen. Mit dem Absenken des Motors gewinnen wir den nötigen Platz unter dem Rahmen, um den Zylinderkopf und danach den Zylinder über die Stehbolzen nach oben herausnehmen zu können. Das kann man natürlich auch erst nach dem Ausbau des Motors auf der Werkbank machen, aber ich habe Rücken und will so wenig Gewicht wie möglich aus dem Fahrwerk heben müssen. Die Zylinderkopfschrauben sollte man lösen, wie sie festgezogen werden, über Kreuz und stufenweise, damit sich der Kopf nicht verzieht. Der einfache Zylinderkopf der MZ ist wahrscheinlich nicht so empfindlich, dass dies nötig wäre, aber gewisse Arbeitsweisen sollte man sich an Motoren zur Gewohnheit machen, um Probleme zu vermeiden. Ein Blick in den abgenommenen Zylinderkopf zeigt die Kalotte, die deutlich kleiner ist als der Bohrungsdurchmesser des Zylinders. Dadurch entsteht das sogenannte Quetschmaß zwischen dieser schwarzen, flachen Fläche des Kopfes und dem Kolbenboden, wenn der in seinem oberen Todpunkt ist. Dieses Quetschmaß ist beim Wiedereinbau über die Wahl der Aluminiumkopfdichtungen auf ein definiertes Maß einzustellen. Wegen der geringen Laufleistung von nur knapp 800 Kilometer sind die Ölkohleablagerungen hier im Zylinderkopf und auf dem Kolbenboden noch gering. Oskar ist neugierig und wirft mal einen Blick in den noch fast neuen Zylinder.
Er ist etwas enttäuscht, dass er fast keine Hohnspuren sieht. Aber Riefen und Klemmspuren gibt es glücklicherweise auch nicht. Vor dem Zusammenbau werden wir zu bewerten haben, ob Kolben, Kolbenringe und Zylinder maßlich hinreichend zueinander passen. Ich möchte aber noch intensiver auf den Ausbau des Zylinders eingehen, weil dies vielleicht kniffliger ist, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Wenn man den Zylinder nach oben abziehen will, wird je nach Stellung der Kurbelwelle irgendwann der Kolben unten herauskommen müssen. In dem Moment, in dem der Kolben nicht mehr in der Lauffläche des Zylinders geführt wird, kippt er über den Kolbenbolzen um und schlägt mit seinen Kolbenringen gegen die Stehbolzen und gegebenenfalls mit dem Kolbenhemd gegen die scharfe Kante der Kurbelhausöffnung. Dabei kann es zu Beschädigungen der Kolbenringe, des Kolbenrandes und des Kolbenhemdes kommen. Ich habe die berechtigte Hoffnung, dass der Kolben und Zylinder unverändert später wieder eingebaut werden können. Deshalb bin ich sehr vorsichtig. Ich hebe den Zylinder nur schrittweise an, unterstütze ihn dann und führe den Kolben teilweise heraus. Jetzt wird der Bereich um den Kolben herum so mit Lappen geschützt, dass der Kolben nirgends gegenschlagen kann, wenn er frei wird. Erst dann hebe ich den Zylinder ganz ab. Das war zwar einige Fummelei, aber der Kolben ist unversehrt aus dem Manöver hervorgegangen. Jetzt nehme ich die Sprengringe der Kolbenbolzensicherung mit einer Spitzzange aus ihren Nuten heraus. Hierbei sollte das Kurbelhaus immer völlig abgedeckt sein, denn diese Sprengringe springen gerne mal dort hinein, und das wollen wir ja nicht. Danach kann vorsichtig mit einem passenden Kolbenbolzenaustreiber gegen den Bolzen gedrückt werden, um ihn herauszuschieben. Hierbei ist Vorsicht geboten, damit das empfindliche Nadellager im oberen Pleuelauge nicht beschädigt wird. Deshalb hat das Kolbenbolzen-Ausdrückwerkzeug einen langen Konus vorne angedreht. Wer es hat, schiebt ein Gabelhölzchen über das Pleuel, dann kann auch das Pleuel nirgends gegenstoßen und die Kurbelwelle ist in eine Drehrichtung blockiert. Nun kann der Kolben mit seinen Ringen zwischen den Kolbenbolzen nach oben vorsichtig herausgenommen werden. Das Nadellager im Pleuelauge können wir drin lassen. Auch hier gilt, was zum Nadellager des Kupplungsmitnehmerzahnrades im vorangegangenen Video gesagt wurde. Es sollte bei Wiederverwendung niemals andersherum eingebaut werden. Seine Einbaurichtung merken wir uns, indem wir es einfach mit einem Kabelbinder, so wie es ist, im Pleuelauge fixieren. Nun ist es endlich soweit. Der Motor soll aus dem Fahrwerk heraus. Dazu lösen wir die beiden Bolzenschrauben der unteren Motorhalterung. Bevor wir diese ganz herausziehen, vergewissern wir uns, dass der Motorblock hinten auf dem zentralen Fußrastenhalter und vorne auf dem Wagenheber gut genug in der Balance aufliegt. So können wir ihn auch ohne weitere Hilfe alleine aus dem Fahrwerk heben und auf unserem bereitstehenden Workmate ablegen. Er ist jetzt, nachdem wir allen Ballast bereits ausgebaut haben, überraschend leicht und kann mit einem Arm gehalten werden. Ein paar Kleinigkeiten sind jetzt noch zu demontieren, bevor der Motorblock zum Teilen fest aufgespannt werden kann. Da ist oben auf dem Getriebe das kleine runde Getriebedeckelchen mit seiner Kabelführung aus Blech, das wir abschrauben. Jetzt blicken wir von oben ins Getriebe hinein und sehen auch ein Stück von dem Ölleitblech, das Spritzöl auffängt und in den oberen Kanal zum rechten Kurbelwellenlager fließen lässt. Wir erinnern uns, das ist der Kanal, der durch eine fehlerhafte Montage des Kurbelwellenlagerdeckels, den wir vorhin noch am Motorrad demontiert hatten, unter Umständen blockiert werden kann. Dann ist da noch der kleine Leerlaufschalter aus Plastik, der mit einer Zange außen vorsichtig gegriffen und herausgeschraubt wird. Sein Kunststoffgewinde ist verständlicherweise sehr empfindlich. Dahinter sieht man im Getriebe das Messing-Kontaktfähnchen, das den Kontakt des Schalters auf Masse legt, wenn der Leerlauf eingelegt ist.
Sein korrekter Abstand wird beim Getriebezusammenbau kontrolliert und gegebenenfalls neu eingestellt. Unten unter dem rechten Kurbelwellenlager dichten 3 Gummistopfen die Lichtmaschinenkammer gegen die Kühlrippen unter dem Motorblock ab und versperren uns den Zugang zu den dahinterliegenden Gehäuseschrauben. Diese 3 Gummistopfen müssen also auch herausgenommen werden. Und zu guter Letzt entfernen wir den Motorzentrierbolzen vorne. Hier ist eine lange Schraube durch einen hohlen Passbolzen geführt. Wenn die Schraube entfernt ist, brauchen wir einen passenden Dorn, um dieses viel zu lange Zentriermonstrum auszutreiben. Ich fertige mir den selbst an, indem ich ein passendes Stück von einem alten, runden Brecheisen absäge. Spätere Modelle haben viel kürzere Zentrierstücke verwendet, die zwar leichter zu montieren und demontieren sind, dafür muss man sie dann aber beim Einsetzen in die korrekte Tiefe treiben, damit sie auch wirklich in beiden Hälften stecken und diese zentrieren. Die lange Hülse ist stattdessen idiotensicher, weil sie einfach eingetrieben wird, bis sie bündig zum Gehäuse sitzt. Bevor wir die Motorgehäusehälften fest aufspannen, um sie zu trennen, sollten wir unten noch die Schaltarretierung ausbauen. Diese verbirgt sich hinter der Schraube, die gerne mal für eine Ölablassschraube gehalten wird. Sie enthält eine Feder und obendrauf eine Stahlkugel, die die Schaltwalze in den Positionen der Gänge arretiert. Keine Angst, die Kugel fällt nicht ins Getriebe. Dafür ist hier kein Raum. Wir können sie aus dem auf der Seite liegenden Motor herauskippen oder mit einem Stabmagneten herausfischen. So, nun sind alle vorbereitenden Demontagen erfolgt. Bevor es mit dem Teilen der Motorgehäusehälften im nächsten Video weitergeht, schaffe ich noch Platz auf der Hebebühne und rolle die Maschine aus dem Weg wieder zu ihrem Stellplatz zurück.